Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen, gesunden Dessert-Rezeptvideo von mir. Heute stellen wir einen rohköstlichen No-Bake-Cake her. Einen Kuchen aus gesunden, rohen Zutaten, den man nicht backen muss. Der einfach herzustellen ist, köstlich schmeckt und unserer Gesundheit zugutekommt. Und der wichtigste Inhaltsstoff sind darin die gesunden, wilden Heidelbeeren. Denn diese enthalten eine Menge Anthocyane, die antioxidativ wirken, da sie unserem Körper helfen, freie Radikale abzufangen, was laut wissenschaftlichen Studien das Krebsrisiko senkt. Neueste Untersuchungen haben auch ergeben, dass der Verzehr von wilden Heidelbeeren Arteriosklerose vorbeugen kann, da sie helfen, arterielle Ablagerungen abzubauen und sich positiv auf den Cholesterinstoffwechsel auswirken. Zuerst werden wir naturbelassene Cashewkerne möglichst in reinem Wasser, wie zum Beispiel Osmosewasser hier in meinem Fall, über Nacht einweichen. Am nächsten Tag werden wir den Boden zubereiten. Dazu geben wir hier Bio-Butter auf den Herd und lassen ihn bei niedriger Temperatur schmelzen. In der Zeit geben wir vollwertiges Mandelmehl in die Schüssel. Man könnte auch blanchiertes Mandelmehl nehmen. Als nächstes gebe ich mein bevorzugtes Süßungsmittel, die Erythrit-Stevia-Mischung, hier in den Mixer, also in eine Kaffeemühle, und vermale sie zu feinem Pulver. Und diese kommt dann zu den gemahlenen Mandeln hinzu. Ich hatte hier wieder herumprobiert und erstmal geschaut, ob ich alles oder doch nur die Hälfte dieses gesunden Süßungsmittels hinzugeben sollte. Die genauen Mengenangaben werdet ihr wie immer in der Infobox finden. Als nächstes kommt dann roher Bio-Kakao hinzu, der sehr flavonolreich ist und die Sauerstoffversorgung im Gehirn verdreifacht und somit die geistige Fitness verbessert. Aber eben nur dann, wenn er vollkommen roh, naturbelassen und von Bioqualität ist. Eine Prise Himalaya-Salz kommt noch hinzu und ein halber Teelöffel frisch gemahlener Zimt. Und hier hatte ich noch das restliche Erythrit-Stevia-Gemisch hinzugefügt. Und dann als allerletztes kommt eben die geschmolzene Bio-Butter hinzu. Wer den Kuchen komplett vegan halten möchte, verwendet einfach bio-natives Kokosöl dazu. Wir vermischen alles gut und dann kann diese fertige Mischung in eine Springform gegeben werden, denn die wird dann den Boden formen von diesem Kuchen und später im Kühlschrank aushärten. Ich habe hier eine kleine Springform verwendet, die ich mit etwas Backpapier ausgelegt hatte und den Rand eben mit geschmolzenem Ghee eingefettet hatte. Die Schüssel wird nochmal gründlich ausgekratzt, damit auch wirklich nichts verloren geht, denn die Verschwendung von Nahrungsmitteln ist eine sehr schlechte Eigenschaft. Die Schokoladenmischung wird hier schön flach angedrückt, denn sie wird eben den Boden abgeben, und sobald wir das getan haben, kommt jetzt erstmal die Springform in den Kühlschrank. Jetzt werden wir die Creme zubereiten. Dazu werden wir die über Nacht eingeweichten Cashewkerne jetzt hier gut abspülen unter dem Wasser, abtropfen lassen, und dann kommt sie erstmal in den Vitamix. Und wer die Creme gerne gelierartig und geschmeidig haben möchte, der gibt jetzt hier noch dieses Agar-Agar-Pulver in ein kochendes Wasser, verrührt dies kurz, lässt es aufkochen und stellt es kurz zur Seite. Erstmal geben wir jetzt wieder das vermahlene Erythrit-Stevia-Gemisch hinzu, dann kommt geschmolzenes bio-natives Kokosöl dazu. Und diese drei Zutaten werden erstmal kurz durchpüriert mit dem Vitamix, bevor wir dann die gefrorenen Blaubeeren hinzugeben werden. Idealerweise würden wir sie vorher noch auftauen, damit die Creme flüssiger und leichter zu vermixen ist. Und dann kommt die eben aufgekochte Agar-Agar-Mischung hinzu. Die sorgt dafür, dass das Ganze etwas Gelee-artig wird. Man könnte sie allerdings auch weglassen. Dann kommt noch ein Esslöffel von meinem selbst hergestellten Vanilleextrakt hinzu. Das Video dazu verlinke ich euch hier oben. Und dann wird einfach nochmal alles gründlich mit dem Stampfer hier durchgemixt im Vitamix, bis wir eine schöne lilafarbene Creme erhalten, wie hier jetzt zu sehen. Und diese wunderschöne, lilane, gesunde und köstlich schmeckende Creme kommt jetzt hier auf den ausgehärteten Boden, wird nochmal flach ausgestrichen hier, bevor wir sie dann mit allerlei Früchten, mindestens mit Heidelbeeren, verzieren können. Und dazwischen können wir dann auch noch einige zerhackte Cashewnüsse geben. Ich hatte den Kuchen hier ziemlich bunt verziert und eben auch noch Erdbeeren dazu gegeben. Aber was die Dekoration betrifft, da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und dann geben wir den Kuchen in den Kühlschrank noch einmal über Nacht, idealerweise, damit er schön aushärten kann. Wer die Creme nicht so weich und gelierartig haben möchte, wie ich sie jetzt hier hergestellt habe, der könnte etwas mehr von dem bio-nativen Kokosöl verwenden und die Agar-Agar-Mischung weglassen. Dann würde die Creme etwas fester werden. Auch was die Menge des Süßungsmittels betrifft, da könnte man auch variieren und etwas weniger Süße verwenden. Bei mir wurde der Kuchen ziemlich süß, aber weil er so kostbar ist, habe ich das absichtlich so getan, damit man dann nur ein kleines Stück Essen braucht, um den Hunger auf etwas Süßes nach einer deftigen Mahlzeit vollständig zu befriedigen.
Aber wie gesagt, die persönliche Präferenz spielt natürlich eine große Rolle und jeder kann es dann mit der Süße so handhaben, wie er das gerne möchte. Wichtig ist nur, dass natürlich ein gesundes Süßungsmittel verwendet wird, wie Erythrit Stevia oder eben Xylit. Das Erythrit Stevia Gemisch hat eben 0 Kalorien und hat überhaupt keine Auswirkung auf den Blutzuckerspiegel. Und da Erythrit eben auch ein körpereigener Stoff ist und auch natürlicherweise in Obstsorten enthalten ist, kann der Körper diesen erkennen und es sind keine Nebenwirkungen vorhanden. Tatsächlich ist er auch sogar sehr gut für die Zähne. Wie schädlich allerdings Süßstoffe sind, das Video dazu werde ich euch hier oben gerne nochmal verlinken. Ebenso das Video dazu, wie schlimm der Zuckerkonsum ist. Mit diesem köstlichen, gesunden Kuchen haben wir eine Low-Carb-Version eines No-Bake-Cakes, weil hier kaum Kohlenhydrate vorhanden sind. Und auch die Wildheidelbeeren haben eine extrem niedrige glykämische Last und haben deshalb nur einen sehr geringen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel. Und die große Menge an Anthocyanen in den Wildheidelbeeren zählen zu den stärksten Antioxidantien, die zum Beispiel gegen Entzündungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Übergewicht, Diabetes, Alzheimer, Parkinson sowie Krebs wirksam sind. Die Heidelbeeren haben außerdem adstringierende, antidiabetische, antiseptische sowie blutstillende Eigenschaften. Schaut euch auch gerne nochmal mein Video zu den rohköstlichen Heidelbeerkugeln an. Die Cashewkerne enthalten die wertvolle Aminosäure L-Tryptophan, aus der im Körper das Glückshormon Serotonin hergestellt werden kann. Somit hat unser wertvoller Kuchen auch noch gute Launepotenzial. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Mariam.